Hallo und buenos dias. Buenos dias aus Mexiko. Und heute wollen wir uns mit dem Mangel vom Fühlen des Körpers beschäftigen. Das ist ein sehr, sehr tiefgreifendes Thema, was in unserem Leben sehr, sehr stark... Ja, einfach dieser Mangel, den wir irgendwie alle mit unserem Körper haben. Ja. Also es gibt irgendwie keinen Mensch, der wirklich seinen Körper, also der nicht irgendeinen Mangel, also klar, es gibt schon vielleicht Leute, aber sehr wenige, die körperlich nicht irgendeinen Mangel haben. Selbst wenn man super toll irgendwie nach außen erscheint, jeder hat irgendwo das Gefühl von Mangel oder da ist er nicht richtig oder hat die Selbstkritik, das kann er nicht so gut oder jenes kann er nicht und der Körper ist da irgendwie im Weg oder zu viel oder zu wenig. Oder so. Und da merkt man eigentlich schon, dass es eigentlich wie so eine Mangelwahrnehmung irgendwie auf den Körper gerichtet ist. Also wir gucken eigentlich auf den Körper wie so von außen und der Mind ist eigentlich gedrillt darauf, Mangel zu finden. Also die Wahrnehmung ist gedrillt darauf, Mangel zu finden. Also wenn drauf geguckt wird, wird Mangel gefunden. Ne? Und wir sehen da halt den Mangel eigentlich nicht im Körper oder eigentlich im Essverhalten oder in der Sexualität, sondern der Mangel besteht im tatsächlichen Fühlen vom Körper. Wir fühlen den Körper zu wenig. Wir manipulieren die Körpergefühle mit dem Denken, mit dem, was wir gelernt haben. So muss es sich anfühlen. Und wir haben wie verlernt, diesen Ursprungsgefühlen oder diese Ursprungsnatürlichkeit vom Körper überhaupt wahrzunehmen. Und das ist eigentlich wie so ein Weg eigentlich zurück, aber dafür muss man als erstes eigentlich mal den Mangel erkennen, dass man nicht eigentlich einen Mangel hat irgendwie an Essen oder man hat einen Mangel irgendwie an, ich muss noch mehr Sport machen oder ich muss weniger Sport machen, sondern man hat einen Mangel als erstes, ich fühle mich gar nicht richtig. Ich habe Stellen im Körper, die ich gar nicht wahrnehme. Oder ich habe Stellen, die fühlen sich so unangenehm an für mich, dass ich da keine Lust habe hinzufühlen. Oder die sind so angespannt, das fühlt sich so unangenehm an, da will ich gar nicht hinfühlen. Das ist so, wir gehen eigentlich so weg davon, uns zu fühlen. Und diese tauben Stellen oder Stellen oder so, wo wir keinen Zugang zu haben, die reflektieren eigentlich dieses Mangelgefühl eigentlich im Denken und dadurch wird eigentlich immer mehr Mangelgefühl wie so erschaffen. Also das korrespondiert sehr gut dann zusammen. Ne? Aber wenn wir es wie so rumdrehen und uns erstmal eigentlich um dieses Fühlen beschäftigen, dann werden wir merken, da gibt es wirklich so Stellen, wo ich nicht hinfühlen kann, wo ich keinen Zugang zu habe. Ne? Und da kommt man dann schon mal näher eigentlich an das ran, an diesen Mangel an Fühlen. Und wenn wir da tiefer gehen, merken wir, dass ein Mangel in unserer Wahrnehmung eigentlich ist. Ja? Wir müssen eigentlich wie so tiefer gehen eigentlich als das Fühlen. Wir müssen den Mangel in unserer Wahrnehmung, also unsere Wahrnehmung ist nicht real. Die Wahrnehmung, die wir haben auf den Körper oder auf die Welt, ist nicht real. Und da ist der große Mangel. Ist wie verschoben. Ja. Oder wie, Ja. Ist einfach, die Realität ist einfach verschoben. Also wir sehen eigentlich nicht das, was tatsächlich ist. Es ist immer so ein Filter von Mangel davor, in allen Bereichen. Ne? Und es ist mega schön, das zu entblättern und zu schauen. Und wenn man es mal erlebt hat, dass der Mangel sich tatsächlich auflösen kann und dann die Wahrnehmung eigentlich in ihrer ganzen Kraft irgendwie durchscheinen kann, dass wirklich die Fülle wahrgenommen werden kann, auch die Fülle vom Körper, vom Erleben, das macht wirklich dann Freude eigentlich aufs Leben und auf das tatsächliche Erfahren von der Realität. Und nur in dem ist die Heilung. Also in der Fülle vom Körper zu leben,
ist die Heilung. Das Nicht-Wahrnehmen vom Körper ist der Mangel, ist eigentlich das Trauma, ist das Kranksein, im Denken zu leben, sich zu hassen oder nicht richtig wahrzunehmen, ist eigentlich das, was uns so krank macht. Aber es ist genauso mit dem Nicht-Wahrnehmen von dem, was passiert, genau. Also von dem Leben. Ne? Das macht krank. Es ist eigentlich der Mangel an, dass die Wahrnehmung das gar nicht mehr wahrnimmt. Ne? Wir sind geschult irgendwo auf Probleme zu gucken, auf Ideen, Bilder, Gedanken, die wieder Gefühle auslösen und so da hinzuwenden, und wir können diese Fülle des Lebens nicht mehr wahrnehmen, und diesen Mangel, den wollen wir eigentlich aufdecken, und da werden wir uns auch sehr tief mit beschäftigen in unserem Fülle-Leben Online-Kurs, der nächste Woche live schon stattfinden wird, und wir freuen uns da mega drauf, mit vielen Menschen das zu erforschen und hoffentlich die Wahrnehmung irgendwie so zu vergrößern, dass der Mangel wie eigentlich aufgedeckt wird. Ne? Und dann wie so in alle Bereiche des Lebens einfließt. Ne? Es ist so wichtig, also das, was wir eigentlich machen, also diese Mangelwahrnehmung, ist eigentlich wie ein Krieg. Ne? Also wir führen einen Krieg gegen unseren Körper, wir führen einen Krieg gegen unsere finanzielle Situation, wir führen einen Krieg gegen in unserer Sexualität. Also das ist eigentlich so ein Kampf. Ne? Dieses Leben im Denken ist so und deshalb macht uns das so krank und oder auch so unglücklich oder unzufrieden. Und wenn man diese Sehnsucht aber spürt, nee, da muss doch noch was anderes sein, kann doch nicht sein. Dann hört drauf. Ja, genau. Dann ist Zeit, da wirklich zu gucken, vielleicht brauche ich diese Wahrnehmungsveränderung, vielleicht ist da auch was möglich, das ist richtig, man muss nicht so leben. Und sich damit zu beschäftigen oder so, ist wirklich irgendwie eine Traumaarbeit für irgendwie Generationen, eigentlich für die Menschheit, die Mangelwahrnehmung zerstört den Planeten und zerstört die Menschheit. Ja. Unsere Körper, unsere Menschlichkeit, Weil diese Mangelwahrnehmung oder so, die lebt halt, also die wird eigentlich drauf, mit der leben wir, ohne dass die meisten irgendwie, dass man je in Frage stellen und so, ob da irgendwie alles korrekt ist, was wir eigentlich alles wahrnehmen. Ne? Wir hängen in Meinungen, immer in sehr, sehr kleinen, begrenzten Blickwinkeln und haben das Gefühl, da ist die Wahrheit oder das ist so, und dafür würden wir in Krieg gehen, wie du sagst. Eigentlich ist tatsächlich also die Wahrnehmung ist eigentlich auf Mangel und Krieg aus, also das zu finden. Ne? Und zu verteidigen. Ja, genau, oder zu verteidigen oder so, oder halt zu füllen, eigentlich diesen Mangel zu versuchen zu füllen oder so. Aber den Mangel kann man nicht füllen. Ne? Der Mangel ist einfach eine Wahrnehmungsverschiebung, die wie eine Fehlleitung irgendwie. Ne? Also wie so ein Filter, der drüber gelegt wird oder so, ne? Und der wird nie erfüllt werden. Man muss den Filter wegnehmen. Ne? Man muss die Filter wegnehmen, dass die Wahrnehmung irgendwie rausstrahlt, und dann wird die Fülle wahrgenommen und man merkt, der Mangel war nie vorhanden. Der Mangel im Körper ist nie vorhanden gewesen. Der Mangel im Leben ist nicht vorhanden. Ja, es ist einfach der Blickwinkel und die Wahrnehmung, die alles zerstört oder uns leiden lässt halt auch. Ne? Ja. Und wer keine Lust mehr hat zum Leiden, der darf aufwachen aus diesem Traum vom Mangel und sich darum kümmern, dass sich das verändern kann. Und dafür machen wir einfach immer wieder Mut und wir unterstützen in unseren Kursen, in unseren Begleitungen. Genau, wenn euch das gefällt, dann könnt ihr uns unterstützen oder so, indem ihr den Kanal abonniert oder liked oder teilt. Also umso mehr Reichweite
kommen wir halt auch und es können mehr Menschen irgendwie erreicht werden. Ihr könnt uns gerne auch schreiben, Ja, Kommentare willkommen. Und ja, genau. Und wenn euch das berührt, dann sagt es weiter. vielen Dank. Ja. Tschüss. Tschüss.